Ihr habt Bock auf Automatisierung? Dann seid ihr bei Jumo genau richtig. Hier ist der Felix und heute zeige ich euch, wie man ganz einfach Daten aus dem Varitron per OBCUA sendet. Los geht's! In diesem Beispiel habe ich ein Varitron 500. Das hat ein Reglermodul angehängt. An diesem Reglermodul ist am Analogeingang 1 ein Temperaturwert, der angezeigt wird. Ziel ist, dass dieser Temperaturwert per OBCUA gesendet werden kann. Hierzu wird der Varitron 500 als OBCUA-Server eingerichtet und die Daten werden per OBCUA an einen OBCUA-Client gesendet. Dieser ist hier an diesem Beispiel mein PC, bei dem das Programm UA-Expert läuft. Man kann aber jetzt natürlich auch jedes beliebige Gerät nehmen, was OBCUA clientfähig ist. Damit der Varitron den OBCUA-Server nutzen kann, muss dieser beim Bestellen aktiviert sein oder man kann ihn nachträglich aktivieren. Dies ist im Web-Cockpit zu sehen, der Geräteinfo und Lizenzmanagement muss das hier aktiv sein, der OBCUA-Server, sonst kann man kein OBCUA-Daten senden. Die Konfiguration des OBCUA-Servers erfolgt nun in Codesys. Hierzu habe ich schon die Codesys aufgemacht über Smartware Setup und hier kann ich jetzt Einstellungen durchführen. Zunächst einmal habe ich ja gesagt, dass Analogeingang vom Reglermodul die Temperatur gemessen wird. Hierzu würde ich erstmal gern einen Real-Wert deklarieren, das heißt hier AirTemp, sage ich einfach mal, und deklarieren als Real. Wenn ich vielleicht mal sehen kann, dass das auch läuft, würde ich die noch als AirTemp anzeigen und diesen verknüpfe ich jetzt mit dem Analogeingang. Vorsicht, das ist eine Struktur hier. Ich möchte jetzt nur den Eingang haben, also ich möchte nur den Wert haben. Wenn ich hier direkt über PLC-PRG und der AirTemp, dieser wird dann hier angelegt. Wie bekommt man jetzt diesen Temperaturwert in die OBCUA-Welt? Hierzu geht man unter Application, Rechtsklick und Objekt hinzufügen. Hier kann man in die Symbolkonfiguration auswählen. Hier wird OBCUA schon angezeigt. Man fügt es hier hinzu. Sieht auf der linken Seite, jetzt ist die Symbolkonfiguration zu sehen. Hier wird aber schon hingewiesen, man muss erstmal, um alle Daten zu haben, einmal übersetzen. Hier in diesem System selber. Das machen wir jetzt mal. Übersetzen. Nach dem Übersetzen sieht man jetzt keine Fehler und wir können jetzt hier schauen, ob wir was auswählen können. Ja, hier ist unsere Erdtemperatur. Diese klicken wir an und somit haben wir einen Wert ausgewählt, den wir senden möchten. Hier können wir natürlich auch mehrere Signale noch nehmen. Nun ja, zum Beispiel als ein eValue, der jetzt nicht verwendet wird, aber als Beispiel nur. Genau. Jetzt ist nach diesem Auswählen ist jetzt nochmal wichtig, jetzt erstmal zu übersetzen. So, jetzt haben wir den Wert hier übersetzt und jetzt kann man in die Steuerung, in den Varitron 500, kann ich jetzt mein Programm oder meine Änderung laden und mit dem Download aktiviert sich dann sozusagen der OBCUA-Server bzw. die Kommunikation findet statt. So, nach dem Download können wir jetzt nochmal schauen, online, gehen in das Modul und sehen, zeigt einen Wert von 52 Grad Celsius an, ist jetzt natürlich simuliert. Der Varitron 500 stellt nun die Daten per OBCUA-Server bereit und ein OBCUA-Client
kann nun die Daten abholen. Hier benutze ich einfach nur, wie ich vorab schon gesagt habe, den UR-Expert, der als Client-Simulation dienen kann, um Daten abzuholen. Hierzu gehen wir auf den Server, hinzufügen und per Doppelklick kann man hier eine IP-Adresse eingeben. Jetzt von dem Gerät ist das dann. So, dann habe ich hier eine Verbindung, wird mir schon angezeigt. Ich gehe auf OK. Und bevor ich aber jetzt nochmal mich verbinde, ist noch eine Änderung zu machen. Ich muss hier noch anstatt der MAC-Adresse, die jetzt sich von alleine zieht, nochmal die IP-Adresse eingeben von dem Gerät. Wenn ich das gemacht habe und mich verbinde, bekomme ich hier unten schon den Adressbereich angezeigt. Ich kann jetzt unter Device Set, das Jumo-Gerät wird angezeigt, Ressourcen, unter Application, mir jetzt unter Programms, PLC, PRG, den kennen wir auch. Und hier werden die zwei Werte, die wir ausgewählt haben, angezeigt. Jetzt kann man diesen AirTemp einfach zur Analyse anschauen und man sieht hier den Wert 50. Somit habe ich euch gezeigt, wie man in dem Varitron 500 den OBC-UA Server aktiviert und konfiguriert und wie man in den ersten Schritten Werte auslesen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen oben da oder schreibt einfach eine Frage in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.